Mein Name ist Sarah. Ich lebe mit meinem Mann Thomas und unserem Sohn Max. Wir wohnen in einem ruhigen Viertel in einer kleinen Stadt. Thomas und ich sind seit 10 Jahren verheiratet. In diesen Jahren haben wir viel zusammen erlebt. Wir haben ein gutes Leben. Oder zumindest dachten wir das lange Zeit. Unser Haus ist nicht sehr groß, aber es ist gemütlich. Vor dem Haus haben wir einen kleinen Garten. Dort spielt Max oft am Nachmittag, besonders wenn das Wetter schön ist. Manchmal sitze ich auf der Terrasse und sehe ihm beim Spielen zu. Thomas arbeitet viel und kümmert sich gut um unsere Familie. Er steht jeden Morgen früh auf und fährt ins Büro. Er ist ein liebevoller Vater und ein guter Ehemann. Wenn er nach Hause kommt, spielt er oft noch mit Max. Vor 6 Monaten haben wir jemanden eingestellt. Sein Name ist Lukas. Lukas arbeitet bei uns im Haus. Er hilft beim Putzen und kümmert sich um den Garten. Die Arbeit im Garten macht ihm besonders Spaß. Manchmal passt er auch auf Max auf, wenn ich länger arbeiten muss. Lukas ist ruhig und freundlich. Er spricht nicht viel, aber er lächelt oft. Am Anfang habe ich kaum über ihn nachgedacht. Für mich war er einfach ein Mitarbeiter, der uns hilft. Eines Abends kam ich später von der Arbeit nach Hause. Es war schon dunkel draußen. Thomas war noch im Büro. Max schlief schon in seinem Zimmer. Lukas saß allein in der Küche und las ein Buch. Das Licht in der Küche war warm und ruhig. Ich setzte mich zu ihm an den Tisch. Wir begannen zu reden. Zuerst sprachen wir nur über kleine Dinge. Dann erzählte er mir mehr über sein Leben. Er kommt aus einer anderen Stadt und ist wegen der Arbeit hierher gezogen. Seine Familie lebt weit weg. Deshalb lebt er hier ganz allein. Wir redeten lange an diesem Abend. Das Gespräch fühlte sich leicht und angenehm an, und die Zeit verging schneller, als ich dachte. Nach diesem Abend änderte sich langsam etwas zwischen uns. Am Anfang war es nur ein Gefühl, das ich kaum erklären konnte. Einige Wochen später musste Thomas auf eine Geschäftsreise gehen. Er war 3 Tage lang nicht zu Hause. In dieser Zeit waren nur Max, Lukas und ich im Haus. Das Haus fühlte sich plötzlich ruhiger an als sonst. Am ersten Abend aßen wir zusammen zu Abend. Es war ein einfaches Essen, aber wir saßen lange am Tisch. Danach brachte ich Max ins Bett und las ihm noch eine kurze Geschichte vor. Später setzte ich mich wieder mit Lukas in die Küche. Wir redeten wie an dem Abend zuvor. Die Gespräche fühlten sich leicht an. Wir lachten zusammen über kleine Dinge. Er hörte mir aufmerksam zu. Und ich fühlte mich verstanden. Ich merkte, dass ich seine Nähe mochte, auch wenn ich wusste, dass das gefährlich war. Dann passierte etwas Unerwartetes. Ich beugte mich plötzlich zu ihm und küsste ihn kurz. Es war nur ein kleiner Kuss, aber für mich fühlte es sich sehr groß an. Sofort zog ich mich zurück. Mein Herz schlug schnell. Ich sagte ihm, dass es ein Fehler war. Lukas sagte nichts. Er sah mich nur still an, als würde er versuchen zu verstehen, was gerade passiert war. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Ich lag lange wach im Bett. Ich fühlte mich schuldig und dachte ständig an Thomas. Ich liebe ihn. Daran hat sich nichts geändert. Aber etwas hatte sich zwischen Lukas und mir verändert und ich konnte es nicht ignorieren. Ich sagte mir immer wieder, dass es nie wieder passieren würde. Es war nur ein Fehler, sagte ich mir immer wieder. Doch einige Tage später passierte es wieder. Thomas war noch immer auf seiner Reise. Ich war wieder allein mit Lukas im Haus. Dieses Mal war der Kuss länger. Es war nicht mehr nur ein kurzer Moment. Und ich hielt ihn nicht auf, obwohl ich wusste, dass ich es sollte. Danach wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte. Ich hatte plötzlich ein großes Geheimnis. Ich hatte Angst davor, dass Thomas es erfahren könnte. Ich wollte es ihm nicht sagen, denn ich wusste, dass es ihn sehr verletzen würde
und vielleicht alles zerstören könnte. Er würde mir nie verzeihen. Dieser Gedanke ging mir immer wieder durch den Kopf. Aber ich wusste nicht, wie ich stoppen sollte, was zwischen Lukas und mir passierte. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, fühlte ich etwas Starkes. Es war wie ein Feuer in mir, das ich nicht kontrollieren konnte, egal wie sehr ich es versuchte. Die Tage vergingen und nach außen sah alles normal aus. Unser Alltag lief weiter wie immer. Thomas wusste von nichts. Er kam von seiner Reise zurück und begrüßte uns wie sonst auch. Das Leben ging weiter wie immer. Ich kochte das Abendessen. Wir saßen zusammen am Tisch. Danach sahen wir manchmal gemeinsam fern. An warmen Tagen spielten wir mit Max im Garten. Von außen sah unsere Familie ganz normal aus. Doch in meinem Inneren fühlte sich alles anders an. Ich trug ein Geheimnis in mir und es wurde mit jedem Tag schwerer. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Lukas arbeitete immer noch bei uns. Er war freundlich zu Max und sehr höflich zu Thomas. Wenn wir alle zusammen waren, sah alles ganz normal aus. Wir redeten über einfache Dinge wie Arbeit, Schule oder den Garten. Aber wenn Thomas nicht da war, war alles anders. Lukas und ich sahen uns manchmal nur kurz an. Diese kurzen Blicke sagten mehr als Worte. Wir sprachen nicht über das, was passiert war. Doch wir mussten auch nichts sagen. Wir wussten beide, dass etwas zwischen uns war. Ich fühlte mich ständig schuldig. Wenn ich Thomas küsste, dachte ich an Lukas. Wenn ich mit Max spielte, dachte ich an das Geheimnis. Es war immer in meinem Kopf und wurde jeden Tag größer. Nachts konnte ich oft nicht schlafen. Ich lag lange wach im Bett und starrte an die Decke. Immer wieder dachte ich an meinen Fehler. Manchmal wollte ich Thomas alles erzählen. Ich wollte ehrlich sein und das Geheimnis loswerden. Aber ich hatte große Angst. Was würde er sagen? Was würde er tun? Ich wollte ihn nicht verlieren. Ich wollte ihn nicht verletzen. Doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass ich ihn schon verletzt hatte, auch wenn er es noch nicht wusste. Eines Nachts lag ich im Bett neben Thomas. Er schlief ruhig und atmete gleichmäßig. Ich sah ihn lange an und fühlte große Traurigkeit. Er wusste nicht, was ich getan hatte. Er vertraute mir. Er liebte mich. Und ich hatte dieses Vertrauen gebrochen. Ich wollte weinen, aber ich tat es nicht. Die Tränen blieben in meinen Augen, doch ich hielt sie zurück. Ich lag nur da und dachte lange über meinen Fehler nach. Immer wieder fragte ich mich, wie alles so weit kommen konnte. Einige Wochen später änderte sich etwas Unerwartetes. Ich fand heraus, dass auch Thomas etwas vor mir versteckte. Zuerst wollte ich es nicht glauben. Doch langsam wurde mir klar, dass er sich mit einer anderen Frau traf. Ich wusste nicht, wer sie war, aber ich merkte, dass er sie heimlich traf. Eines Tages sah ich zufällig Nachrichten auf seinem Handy. Sie waren von einer Frau. Am Anfang war ich sehr wütend. Mein Herz schlug schnell und meine Gedanken wurden laut. Wie konnte er mir das antun? Ich war seine Frau. Doch nach einem Moment verstand ich etwas Wichtiges. Ich hatte das Gleiche getan. Ich war nicht besser als er. Wir lebten beide in einer Lüge. Dieser Gedanke machte alles noch komplizierter. Jetzt hatten wir beide Geheimnisse voreinander. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Sollte ich ihm von Lukas erzählen? Sollte ich ihn nach der anderen Frau fragen? Oder sollten wir beide schweigen und so tun, als wäre alles in Ordnung? Diese Fragen gingen mir tagelang durch den Kopf. Eines Abends traf ich schließlich eine Entscheidung. Ich konnte nicht mehr so leben. Das Geheimnis war zu schwer für mich geworden. Ich musste Thomas die Wahrheit sagen, auch wenn es ihn verletzen würde, auch wenn unsere Ehe vielleicht daran zerbrechen könnte. Ich konnte nicht länger lügen.
Nach dem Abendessen setzte ich mich zu ihm ins Wohnzimmer. Max schlief schon in seinem Zimmer. Lukas war für diesen Abend nach Hause gegangen. Im Haus war es still. Ich sah Thomas an und holte tief Luft. Mein Herz schlug sehr schnell. »Thomas, ich muss dir etwas sagen«, sagte ich mit zitternder Stimme. Er sah mich verwirrt an. »Was ist los?«, fragte er ruhig. Ich treffe mich mit jemandem«, sagte ich schließlich. Ich konnte ihm nicht in die Augen sehen. Es wurde ganz still im Raum. Man hörte nur das leise Ticken der Uhr. Dann sprach er leise. »Wer?«, fragte er. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich nichts mehr verbergen konnte. Ich erzählte ihm alles. Ich erzählte ihm von Lukas. Ich erzählte ihm von dem Kuss und von den Abenden, an denen er nicht zu Hause war. Meine Stimme war leise und unsicher, während ich sprach. Ich sagte ihm, dass es mir leid tut. Ich sagte ihm auch, dass ich ihn liebe und unsere Familie nicht verlieren will. Während ich sprach, liefen mir Tränen über das Gesicht. Ich konnte sie nicht mehr zurückhalten. Dann wartete ich darauf, dass er etwas sagt. Doch Thomas sagte zuerst nichts. Er saß nur still da und sah mich an. Sein Gesicht war ruhig, aber ich konnte seine Gedanken nicht lesen. Ich wusste nicht, was er dachte. Ich hatte große Angst. Ich hatte Angst, dass er aufsteht und einfach geht. Ich hatte auch Angst, dass er laut wird und schreit. Aber er tat nichts von beiden. Schließlich sprach er. »Ich treffe auch jemanden«, sagte er leise. Seine Worte trafen mich völlig unerwartet. Jetzt war ich diejenige, die still war. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. »Es begann vor ein paar Monaten«, sagte er weiter. »Ich wollte nicht, dass es passiert. Aber es ist passiert. Es tut mir leid.« Seine Stimme klang ehrlich und müde. Wir saßen beide da und wussten nicht, was wir tun sollten. Der Raum fühlte sich plötzlich sehr still an. Wir hatten beide Fehler gemacht. Wir hatten uns beide verletzt. Aber jetzt lag alles offen auf dem Tisch. Es gab keine Geheimnisse mehr zwischen uns. Schließlich beschlossen wir zu reden. Wirklich zu reden. Wir sprachen lange über unsere Ehe, über unsere Fehler und darüber, was wir uns für die Zukunft wünschen. Manchmal redeten wir ruhig, manchmal mit zitternder Stimme. Es war nicht leicht. Manchmal wurde es still. Manchmal fiel es uns schwer, die richtigen Worte zu finden. Doch wir merkten langsam, dass wir uns noch immer liebten. Diese Erkenntnis gab uns Hoffnung. Wir wollten unsere Ehe nicht einfach aufgeben. Wir wollten versuchen, sie zu retten und wieder Vertrauen aufzubauen. Am nächsten Tag trafen wir einige Entscheidungen. Wir entließen Lukas aus seiner Arbeit bei uns. Das war nicht leicht, aber es war notwendig, damit wir neu anfangen konnten. Außerdem beschlossen wir, eine Eheberatung zu beginnen. Wir wussten, dass es Zeit brauchen würde. Doch wir wollten alles tun, um unsere Beziehung wieder aufzubauen. In den nächsten Monaten verging die Zeit langsam. Schritt für Schritt wurde es besser. Thomas und ich arbeiteten jeden Tag bewusst an unserer Ehe. Wir verbrachten mehr Zeit zusammen. Nach der Arbeit setzten wir uns oft zusammen ins Wohnzimmer und redeten über unseren Tag. Wir redeten mehr miteinander und versuchten ehrlich zu sein. Manchmal war es schwer, die richtigen Worte zu finden, aber wir bemühten uns beide. Es war nicht perfekt, aber es wurde langsam besser. Kleine Dinge fühlten sich plötzlich wichtiger an. Nachdem Lukas gegangen war, fühlte sich das Haus anders an. Es war still, fast zu still. Früher hörte man oft seine Schritte im Garten oder seine Stimme in der Küche. Jetzt fehlte diese Bewegung im Haus. Max vermisste ihn. Er fragte mich eines Tages, wo Lukas jetzt ist. Seine Frage traf mich unerwartet. Ich sagte ihm, dass Lukas eine neue Arbeit gefunden hat. Es war nicht ganz gelogen,
aber auch nicht die ganze Wahrheit. Das war der schwierigste Teil von allem. Ich musste die Wahrheit vor meinem Sohn verstecken, und das fühlte sich nicht gut an. Thomas und ich gingen einmal pro Woche zur Eheberatung. Am Anfang war es sehr schwer. Der Raum war ruhig, aber die Gespräche waren intensiv. Wir mussten über unsere Fehler sprechen, über unsere Gefühle und über die Gründe für unser Verhalten. Manchmal fühlte ich mich dabei sehr verletzlich. Der Berater stellte Fragen, über die ich lange nachdenken musste. Manche Fragen blieben noch Tage später in meinem Kopf. Eine Frage traf mich besonders. »Warum haben Sie Lukas geküsst?« fragte er mich ruhig. Ich wusste zuerst nicht, was ich sagen sollte. Ich liebte Thomas, aber ich hatte trotzdem Lukas geküsst. Warum hatte ich das getan? Diese Frage war schwer zu beantworten. Schließlich sagte ich, dass ich mich oft allein fühlte. Thomas arbeitete sehr viel. Er war oft im Büro und kam spät nach Hause. Viele Abende verbrachte ich allein mit Max. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass wir getrennte Leben führten, obwohl wir im selben Haus lebten. Lukas hörte mir zu und gab mir Aufmerksamkeit. Bei ihm fühlte ich mich gesehen. Ich fühlte mich für einen Moment besonders, als würde jemand wirklich zuhören. Thomas sah verletzt aus, als ich das sagte. Sein Blick war traurig. Doch es war die Wahrheit, und wir mussten sie hören, auch wenn sie wehtat. Vertrauen ist schwer wieder aufzubauen. Nachdem ich Thomas alles erzählt hatte, vertraute er mir nicht mehr wie früher. Er sagte es nicht direkt, aber ich konnte es spüren. Wenn ich später nach Hause kam, fragte er, wo ich gewesen war. Wenn ich auf mein Handy sah, beobachtete er mich anders. Sein Blick war vorsichtig, fast misstrauisch. Ich konnte ihm das nicht übel nehmen, denn ich wusste, warum er so reagierte. Ich hatte sein Vertrauen verletzt. Gleichzeitig vertraute ich ihm auch nicht mehr ganz, nachdem ich von der anderen Frau erfahren hatte. Zwischen uns war eine Unsicherheit entstanden, die vorher nie dagewesen war. Der Berater erklärte uns, dass Vertrauen Zeit braucht. Man kann es nicht von heute auf morgen zurückholen. Man muss geduldig sein, sagte er ruhig. Seine Worte waren einfach, aber sie trafen genau das Problem. Ich wollte, dass alles wieder normal wird. Ich wollte zurück zu der Zeit, in der wir uns ohne Zweifel vertrauten. Aber ich wusste, dass das nicht sofort möglich war. Jeden Tag versuchte ich zu zeigen, dass es mir leid tut. Ich wollte, dass Thomas sieht, dass ich ihn liebe und unsere Ehe retten will. Manchmal waren es kleine Dinge, die ich tat, um ihm das zu zeigen. Thomas tat ebenfalls viel dafür. Er begann sein Leben ebenfalls zu verändern. Er kam jetzt früher von der Arbeit nach Hause. Früher blieb er oft lange im Büro, doch jetzt wollte er mehr Zeit mit uns verbringen. Wir aßen wieder öfter gemeinsam als Familie zu Abend. Diese gemeinsamen Momente wurden für uns immer wichtiger. An den Wochenenden unternahmen wir mehr zusammen. Manchmal gingen wir mit Max in den Park. Dort spielte Max auf dem Spielplatz, während wir auf einer Bank saßen und miteinander redeten. Manchmal blieben wir auch einfach zu Hause und sahen gemeinsam einen Film. Diese ruhigen Abende fühlten sich überraschend wertvoll an. Es war nicht leicht, aber wir bemühten uns beide. Jeder von uns wusste, dass unsere Ehe nur eine Zukunft hat, wenn wir beide daran arbeiten. Eines Abends fragte ich Thomas nach der Frau, die er getroffen hatte. Ich hatte lange nicht gefragt, weil ich Angst vor der Antwort hatte. Doch jetzt musste ich es wissen. »Wer war sie?« fragte ich ihn, nachdem Max ins Bett gegangen war. Thomas sah unruhig aus und wich meinem Blick kurz aus. Er wollte eigentlich nicht darüber sprechen. Doch ich brauchte die Wahrheit. Schließlich seufzte er leise. »Sie heißt Lisa«, sagte er schließlich. »Sie arbeitet in meinem Büro.« Als er ihren Namen sagte, spürte ich einen Schmerz in meiner Brust. Es war ein kurzer Moment,
aber er fühlte sich schwer an. Eigentlich wollte ich nichts mehr hören, weil ich Angst vor weiteren Details hatte. Trotzdem musste ich fragen. »Siehst du sie noch?« fragte ich leise. Meine Stimme klang unsicher. »Nein«, sagte Thomas schnell. »Es war schon vorbei, bevor du mir von Lukas erzählt hast.« Seine Antwort kam ohne Zögern. Das machte mich ein wenig ruhiger, aber es tat trotzdem weh. Der Gedanke blieb in meinem Kopf. Thomas hatte sich mit einer anderen Frau getroffen, während ich zu Hause war und mich um Max kümmerte und dachte, alles sei in Ordnung. Ich erinnerte mich an viele Abende, an denen ich auf ihn gewartet hatte. Es fühlte sich unfair an, doch ich wusste auch, dass ich etwas Ähnliches getan hatte. Dieser Gedanke machte es schwer, wütend zu sein. Wir saßen eine Weile schweigend da. Die Stille im Raum fühlte sich lang an. Man hörte nur leise Geräusche aus der Küche. Dann sprach Thomas wieder. »Es tut mir leid, Sarah«, sagte er. Seine Stimme war ernst. »Ich habe einen Fehler gemacht. Ich liebe dich und ich will dich nicht verlieren.« Seine Worte klangen ehrlich. »Ich liebe dich auch«, antwortete ich, und ich meinte es ernst. In diesem Moment fühlte ich, wie wichtig unsere Familie für mich war. Wir hatten beide Fehler gemacht, aber wir wollten beide unsere Ehe retten. Dieser gemeinsame Wunsch gab uns Hoffnung. In den nächsten Monaten wurde es langsam besser. Nichts änderte sich über Nacht, aber kleine Schritte machten einen Unterschied. Thomas und ich begannen wieder, einander zu vertrauen. Wir redeten mehr miteinander über unsere Gedanken und Gefühle. Wir verbrachten mehr Zeit zusammen und beschlossen, nichts mehr voreinander zu verbergen. Ehrlichkeit wurde für uns zur wichtigsten Regel. Wir machten neue Regeln für unsere Beziehung. Diese Regeln sollten uns helfen, wieder Vertrauen aufzubauen. Wenn uns etwas belastete, mussten wir sofort darüber sprechen. Wir wollten nichts mehr in uns behalten, keine Geheimnisse mehr, kein Verstecken. Ehrlichkeit sollte der wichtigste Teil unserer Ehe werden. Am Anfang war das schwer. Manchmal fiel es uns nicht leicht, offen über unsere Gefühle zu sprechen. Doch mit der Zeit merkten wir, dass es uns wirklich half. Auch Max war glücklicher. Er spürte wahrscheinlich, dass sich etwas in unserer Familie verändert hatte. Er fragte nicht mehr nach Lukas. Stattdessen freute er sich einfach, wenn wir Zeit mit ihm verbrachten. Diese gemeinsamen Momente wurden für uns immer wichtiger. Wir spielten zusammen Spiele im Wohnzimmer, gingen am Wochenende in den Zoo oder machten Spaziergänge im Park. Max lachte viel, und dieses Lachen machte auch uns glücklich. Es fühlte sich gut an, wieder als Familie zusammen zu sein. Trotzdem gab es noch schwierige Tage. Manche Erinnerungen verschwinden nicht sofort. Manchmal dachte ich an Lukas und fühlte mich schuldig. Diese Gedanken kamen oft plötzlich. Manchmal fragte ich mich auch, ob Thomas noch an Lisa dachte. Doch wir ließen diese Gedanken nicht lange bleiben. Wir erinnerten uns daran, dass wir nach vorne schauen wollten. Wir konzentrierten uns auf unsere Zukunft und darauf, unsere Beziehung stärker zu machen. Ein Jahr nach allem, was passiert war, machten Thomas und ich eine Reise nur für uns zwei. Wir wollten bewusst Zeit miteinander verbringen. Max blieb bei meiner Schwester, während wir für ein Wochenende in eine kleine Stadt an der Ostsee fuhren. Die frische Luft und das Meer fühlten sich beruhigend an. Es war lange her, dass wir allein Zeit miteinander verbracht hatten. Die Reise tat uns gut. Wir gingen am Strand spazieren, hörten die Wellen und sprachen lange miteinander. Abends aßen wir in kleinen Restaurants und lachten wieder zusammen. Wir sprachen viel über unsere Zukunft und darüber, wie wir unser Leben gemeinsam gestalten wollen. Am Ende waren wir uns beide sicher, dass wir zusammenbleiben wollten. Unsere Ehe war uns wichtiger als alles andere. Am letzten Abend überraschte mich Thomas. Wir saßen noch zusammen und sahen aufs Meer.
Dann holte er eine kleine Schachtel aus seiner Tasche. Darin war ein neuer Ehering. »Ich möchte, dass wir neu anfangen«, sagte er ruhig. Ein neuer Ring für einen neuen Anfang. Als ich seine Worte hörte, spürte ich, wie meine Augen feucht wurden. Tränen kamen mir in die Augen. In diesem Moment dachte ich an alles, was wir erlebt hatten, an unsere Fehler und an den Schmerz, den wir einander zugefügt hatten. Viele Erinnerungen kamen mir gleichzeitig in den Sinn. Doch jetzt hatten wir die Chance auf einen Neuanfang. Dieser Gedanke fühlte sich plötzlich sehr stark an. »Ich liebe dich, Thomas«, sagte ich leise. Meine Stimme zitterte ein wenig. »Ich liebe dich auch, Sarah«, antwortete er. Seine Worte klangen ruhig und ehrlich. In diesem Moment fühlte ich, dass wir wirklich einen neuen Weg beginnen konnten. Wir ließen die Vergangenheit hinter uns und blickten nach vorn. Natürlich war das nicht leicht. Manche Erinnerungen bleiben lange im Herzen. Aber es war es wert, dafür zu kämpfen. Heute sind Thomas und ich einander näher als je zuvor. Die schweren Zeiten haben uns verändert. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und sind dadurch stärker geworden. Unsere Ehe ist nicht perfekt, aber sie ist ehrlich. Wir haben verstanden, wie wichtig Vertrauen und Offenheit sind. Wir vertrauen einander, wir reden miteinander und wir haben keine Geheimnisse mehr. Diese Ehrlichkeit gibt unserer Beziehung eine neue Stärke. Max wächst schnell auf. Jeden Tag wird er ein Stück älter. Er ist glücklich und verbringt gern Zeit mit uns. Besonders freut er sich, wenn wir gemeinsam etwas unternehmen. An Lukas erinnert er sich kaum noch, und darüber bin ich froh. Für ihn ist die Vergangenheit einfach vorbei. Ich möchte, dass er in einem Zuhause voller Liebe und Ehrlichkeit aufwächst. Ein Zuhause, in dem Vertrauen und Respekt wichtig sind. Manchmal denke ich noch an die Vergangenheit und an unsere Fehler. Doch ich lasse diese Gedanken nicht lange bleiben. Sie gehören zu unserer Geschichte, aber sie bestimmen nicht mehr unser Leben. Wir haben jetzt ein neues Leben, ein besseres Leben. Und dafür bin ich dankbar. Thomas und ich gehen manchmal noch zur Beratung, einfach um unsere Beziehung stark zu halten und weiterhin offen miteinander zu sprechen. Wir haben gelernt, dass eine Ehe etwas ist, an dem man jeden Tag arbeiten muss. Liebe allein reicht oft nicht aus, wenn man nicht auch bereit ist zuzuhören und sich zu verändern. Es ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich immer. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich klarer als früher. Ich sehe, wie nah wir daran waren, alles zu verlieren. Unsere Ehe hätte wegen unserer Geheimnisse enden können. Ein falscher Schritt mehr, und vielleicht wären wir getrennte Wege gegangen. Doch stattdessen fanden wir einen Weg, sie zu retten und gemeinsam weiterzugehen. Dieser Weg war nicht einfach, aber er hat uns viel gelehrt. Ich bin nicht stolz auf das, was ich mit Lukas getan habe. Und Thomas ist auch nicht stolz auf das, was mit Lisa passiert ist. Diese Erinnerungen sind Teil unserer Vergangenheit. Aber wir haben aus unseren Fehlern gelernt und sind stärker geworden. Manchmal muss man durch schwierige Zeiten gehen, um zu verstehen, was wirklich wichtig ist. Das Leben bringt viele Herausforderungen und eine Ehe ist eine der größten. Sie fordert Geduld, Ehrlichkeit und den Mut, immer wieder neu anzufangen. Doch wenn man jemanden wirklich liebt, kann man gemeinsam durch alles gehen. Thomas und ich sind der Beweis dafür. Heute fühle ich mich ruhig und glücklich. Unser Zuhause ist voller Liebe und Lachen, und genau das habe ich mir immer gewünscht. Wenn ich Max lachen höre oder Thomas sehe, wie er mit ihm spielt, weiß ich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind ehrlich. Und das ist das Wichtigste. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann habe ich noch etwas für dich.
Ich habe ein Buch geschrieben, das dir beim Deutschlernen helfen kann. Den Link dazu findest du unten in den Kommentaren. Dort kannst du das Buch ganz einfach herunterladen. In diesem Buch gibt es 18 kurze Geschichten, die dir helfen, Deutsch besser zu verstehen und neue Wörter zu lernen. Die Geschichten handeln vom Alltag, von Beziehungen, von Arbeit und vom Leben in Deutschland. Sie sind so geschrieben, dass du leicht folgen kannst und gleichzeitig dein Deutsch Schritt für Schritt verbesserst. Wenn du also weiter Deutsch lernen möchtest und mehr solche Geschichten lesen willst, schau unbedingt in die Kommentare und lade dir mein Buch herunter.